Und weiter geht's. This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. All right, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. Gut, es hat ja jetzt keine Eile. Insofern können wir ruhig ein bisschen spionieren. We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? Sehr I must unauffällig. have brought him the first one 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. Aha. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Dann auf eine sehr dumme, I didn't stümperhafte want to Art. interrupt you. I'm sorry. Of course you did. So, my son, what can we do for you? Ja, daher darf ich wieder nicht danach mehr fragen, wa? I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. Okay, ist zumindest gratis, also für sowas mit Psychologie. Your Eminence, I don't know what you said to Mr. von Bodenau, but the poor fellow looks positively crestfallen. Not at all. Don't you believe it, Louis? I was just telling Monsieur about Lord Mortimer's burning passion for holy relics. You must have noticed he's a bit of a collector. Well, for years he has been searching high and low to bring all the copies of the Holy Spear together. As I was coming here, I thought I'd bring him a few of them. That's all. Be quiet, for God's sake. Please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Leave us now. Ja, super. Devil's Thorn steht ja überall rum und das ist aber das, was ich tatsächlich am wenigsten brauche. Vielleicht sollte ich es aber öfter mal benutzen. Vielleicht hätte ich es auch eben benutzen sollen, um zu sehen, ob ich vielleicht irgendeine... Das wäre jetzt auch blöd. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Bei Wöllner wissen wir es noch nicht. Piaggi ist halt Questioning anfällig. Da hätte ich eben tatsächlich mal so einen Devil's Thorn nehmen sollen, um zu sehen, ob ich vielleicht eine Schwäche vom Wöllner rauskriege. Monsieur Johann von Wöllner. Einbrechen, wer der 10 Meter weiter mit dem Kardinal redet. Okay, also eine Steinfigur, der ein Schwert fehlt. Da können wir auch nicht rein. Truhe hat auch nichts. President George Washington. Ist auch nicht da. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Huh, that's me. Ja, ich glaube zwar nicht noch so in sein Zimmer. Kann nicht mal in sein eigenes Zimmer rein.
Meine Güte. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass da irgendwas drin zu finden ist, aber man... Duke Manuel Godoy. Okay, Godoy ist da, aber mit dem können wir dann erstmal auch noch nichts machen. Duchess Emily Hillsborough. Auch nicht. Kommen wir hier eigentlich runter später? Ja. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht nochmal zum Anlegesteg runtergehe, weil da habe ich ja angeblich irgendwelche Indizien verpasst und vielleicht kann ich die noch finden, falls ich raus darf. Da war noch was. Ich dachte, eben was aufgeblitzt, so eine Markierung, aber anscheinend dann doch nicht. Okay, da sind die beiden. Na gut. Soweit, so gut. Dann gehen wir erstmal runter. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Ja, aber raus darf ich nicht anscheinend. Okay. Schauen wir mal hier, das müsste der kleine Salon sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich sollte auf jeden Fall erstmal versuchen, irgendwie alles auf Stufe 2 zu bringen. Die Bücher bringen ja dann noch ein paar extra Dinger. Und Stufe 2 macht es schon mal deutlich billiger alles, weil tatsächlich die Ausdauerpunkte da, wie auch immer sie heißen, sind schon ein bisschen schnell weg im Zweifelsfall. Hier liegt aber auch nichts. I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Ja gut, dann sagen wir was über eine Steinstatue, die ein Schwert vermisst. Excuse me, but could you perhaps help me? That is what I am here for, sir. What can I do for you, sir? I'm trying to find out where this sword came from. From the garden, sir. That sword belongs to one of the statues in the garden. Thank you very much. Do not mention it, sir. Nun gut. Jetzt weiß ich nur nicht mehr genau, wie man zum Garten kommt. Wahrscheinlich durch den Speisesaal kann man in die Galerie. So war das genau. Ich erinnere mich. Ja, stimmt. Jetzt stand die Hilfe da. Ich hätte natürlich unten auch nochmal wieder die Briefe lesen können, jetzt wo ich übersetzen kann, aber... The Conversion of Ulysses by Gours. Circe changing Ulysses' companions into swines. Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? Romney painted Lady Hamilton as Circe. Sehr Circe-lastig hier alles, hä? Na gut, Camelite Water ist schon mal nicht verkehrt. Sehr viele Schmetterlinge hier. Da habe ich leider irgendwie beim letzten Mal, also nicht beim letzten Mal, aber bei einem der letzten Male, beim Essen, verpasst, das zu thematisieren. Bisschen blöd. Schön ohne Geländer, dass man hier, wenn es glatt ist, bei Wind mal richtig edel in den Tod stürzen kann. Okay, verhungern muss hier keiner, steht immer noch genug Essen rum. Dining on ham. Well, that's very appetizing. Das macht eher Sinn im Speisezimmer. Ja. Circe. Natürlich.
paar Pfirsiche. Amber crystals. Sehr schön. Jetzt müsste ich es noch irgendwann mal wieder voll kriegen da, jetzt wo ich schon so viel aufgerüstet habe. Ein Kästchen. Wenn irgendwann mal wieder eine Nacht schläft, regeneriert sich es vielleicht wieder voll. Hoffe ich zumindest. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Was es damit auf sich hat, ist auch komisch. Wieso er es jetzt nicht mal liest, wo er die Chance hat, rauszufinden, warum die Mutter es verboten hat, ist ein bisschen komisch, ne? Also, dass es verboten hat. Dass es ihn nicht weiter interessiert, ist auch komisch. Die Behänge hier, die sind schon ziemlich cool. Wen haben wir da? Washington? Is everything all right, my young friend? Wonderful. Isn't that lovely? Well, see you later. Ich dachte, man kann ein bisschen was über die Elizabeth mit ihm reden, weil die ja jetzt tot ist, aber ich sehe den nicht. Celia. That name means nothing to me. Okay, haben auch weiter nichts mehr. The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Okay, das hatte ich ja schon mal angeguckt. Schauen wir mal, was es hier gibt. Wo bin ich denn hier? There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Okay, da spare ich jetzt mal lieber meine Skillpunkte hier. Vielleicht finde ich ja noch die Schlüssel. Nee, sparen wir mal. Devil's Thorn ist voll. Da haben wir wieder ein Buch, ist auch nicht verkehrt. Golden Elixier, alles in Mengen vorhanden. Nur, dass ich es nicht brauche. Na Gott sei Dank wieder ein bisschen Jelly. I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Na gut, dann gehen wir wieder zurück und schauen mal in den Garten. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Ich dachte, das Brain is oozing due to Bier. Christ Crucified by Velasquez. Aber dem war es nicht so. Look. Someone's left a note there. Was? Reserved for the Duke of Alquidia. Benutzt er das Bild als Bestechungsmittel oder als Bezahlung für Dienste? The sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Schöner Efeu-Behang hier an den Wänden. Dann haben wir noch ein Buch, das ist ja ganz nice, aber halt schon gern auch ein bisschen Jelly finden. Komme ich natürlich nicht durch.
Icarus. The son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Pity. Puh. Ah, ich habe das Schwert hat hier immer nichts zu tun und ich spare mal meine Energie hier. Da muss ich jetzt auch einen Well, let's keep going. nicht irgendwie opfern für momentan. Haben sie die Hecken absichtlich so klein oder sind die nur noch nicht groß genug gewachsen, um das hier zu einem richtigen Labyrinth zu machen, weil so kann man ja noch die Gänge sehen nebenan. So richtig labyrinthisch ist es eh nicht, weil es ja nicht so groß ist. So, was haben wir da? Na gut, Water ist schon mal nicht verkehrt. Vielleicht sogar besser als Jelly zu einem gewissen Grad, weil man damit halt mehr als 2 Punkte haben kann. Okay, da haben wir ihn, wo das Schwert fehlt. Ich schaue mich aber vorher nochmal um, was hier sonst noch ist. Oh, dem fehlt auch ein Schwert in der Brust. Theseus, son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. Looks like a crack has been made on his torso. It's as long as a finger. I'd say between 6 and 8 centimeters. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Sagt ihr mir was über die Breite des Schwerts? Ja. Gut, also hier kommt man es gegebenenfalls auch reinstecken. Minos, son of Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Das ist auch alles Minotaurus-spezifisch. Hey, there's a crack in that statue. The crack is in the region of the heart. Daedalus. He's the architect of the labyrinth, and if I'm not mistaken, he's also the father of Icarus. Ah, auch du, Brutus. Nee, Daedalus. Hey, there's a crack in this statue too. The crack is thin and about as long as a finger. Jetzt muss ich ja gleich nochmal gucken, ob ich irgendwie die Aufzeichnung noch habe mit dem genauen Wortlaut, was die Mutter geschrieben hat auf die Notiz von dem Schwert. Das Schwertes heißt es natürlich. Schwertes. Haben wir da? Wahrscheinlich Ariadne. Ach, ihmchen. Nice. Der ist natürlich auch so ein bisschen verdächtig, was die Ermordung von Elizabeth angeht, ne? Na, das ist eher Ariadne. Ariadne. In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth. Looks like there's a crack in the region of the heart. Let's see.
crack as long as my finger. Okay, die Statuen haben alle so einen Crack. Das ist wahrscheinlich hier der Eingang, wo ich auch reingekommen bin, ne? Ja. Ja, mal gucken, wie ich da in die Mitte komme und zu dem anderen Ding, wenn das nicht Ariadne ist. Da links ist der Eingang. Okay, das ist nur eine Sackgasse hier. Da haben wir noch einen Eingang. Von hier, genau. Da bin ich schon wieder voll. Wen haben wir hier, wenn es nicht Ariadne ist? Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. She has no cracks. All right, well, let's continue anyways. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. Okay, aber dann werde ich vorher noch mal mit dem anderen Typ wieder reden. Auf die Schnelle den Weg wieder finde. Ich glaube, ich bin ja ganz außen rumgelaufen. Oder auch nicht. So, Kollege. Well, Monsieur de Richet, what brings you here? Wo ist er denn? Peru, da. Etikette. To tell the truth, I was wondering the same thing about you. It's rare for guests to wander about in the garden. I wanted to be alone for 5 minutes. You look worried. Worried? No. Resolved would be a more exact term. Resolved to do what? What's the point in answering? You wouldn't believe me anyway. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not want to know. Be seeing ya. Tell me, aren't you even curious? Curiosity killed a cat, Monsieur de Richet. I admit, I may have judged you wrongly. Watching you seek out Mortimer's little secrets might even be amusing if I didn't already know the consequences. See you later. What do you mean by consequences? You seem exhilarated by all this. But if you continue down that path, you'll end up selling your soul to him too. Well, I warned you. Good luck to you, monsieur. Ja gut, dass man dem Mortimer nicht unbedingt vertrauen kann, das habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Here's the famous Ariane's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Folgen wir dem mal. Oder auch nicht.
a cache. Macht natürlich keinen Sinn, dass der quer durch die Büsche geht, weil er hat ja eigentlich den Weg von Dingens markiert und der wird ja schwerlich quer durch die Büsche gelaufen sein, ne? Ja, und er führt natürlich zu Theseus. He's the son of Aegeus. He became the mythical king of Athens, the unifying king. Pity, he's generally only remembered for having slayed the Minotaur. I wonder if Mother managed to solve this enigma. What is that? It's like a sort of opening mechanism. Aber die Hand von irgendeiner Statue vielleicht, die wir kriegen, wenn wir das Schwert reinstecken. Man weiß es nicht. Okay, das ist gratis. It looks like this slab moves. Well, I wouldn't be surprised if there was a passageway underneath it. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. Gut, ich brauche irgendeine Hand. Jetzt ist die Frage, so mythologisch, ist irgendeinem von denen irgendwie die Hand abgeschlagen worden, was irgendwas vielleicht sogar noch mit Wahrheit zu tun hat? Oder Faithfulness oder so. Ist auch kostenlos für mich. Sehr schön. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Deliverance alone suffices not to wash away my humiliation. All right, well, let's continue anyways. Pasiphae. Ja, wir können es natürlich einfach ausprobieren mit den Sister Schwertern. of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Aber ich Let's ja, continue anyways. zuerst mal den einen, den ich da gefunden habe. Der hatte ja schon 2 Schwerter im Leib und noch ein... Jetzt mal wüsste, wo das war. Asterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos and Pasiphae. Genau, der hat nämlich schon 2 Schwerter drin. Remember the legend, translate the plague. I am the cursed child. This statue has a crack in it. Right. We'll soon see.
Sorry, Asti. Yet again, your story does not end well. What's wrong? One effort point is locked. Either I'm imagining things or my hand was pricked. It had poison on it. My head. I feel hot. Wo ging's raus? Da ging's raus. Ja, also die offensichtliche Variante ist es natürlich nicht. Asterion. Okay, die Frage ist jetzt, wen wir hier erstechen müssen. Asterion. Also, das wird mich wieder sehr viele von den Tränken kosten. I am the cursed child. Asterion was a son of Pasiphae and Minos, or rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born, who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero desperate to restore his reputation. Technically, Asterion is the victim of the story because he's described as a child cast out from birth. Born from an extramarital union because of the errors of his father, he was treated as an outcast all his life. And he died as innocently as he was born. A tragic story, as the Greeks knew how to do so well. Ja, der Einzige, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, aber der am Ende für alles büßt, ne? Let's go. Die Frage ist jetzt, ob wir jetzt irgendwie den finden müssen, der irgendwie verantwortlich ist für Minos ungerechtfertigtes Leid. Theseus. Das wäre dann eigentlich Mother managed to solve this enigma. Minos eher, ne? Minos. His gesture sealed his fate. He and his queen, Pasiphae, were the monarchs of Crete. Ich weiß nicht, ob das hier dasselbe ist wie das, was ich bei Minos schon habe. The crack is in the region of the heart.
habe zumindest mal keinen Klick gehört. Diesmal. Warte mal. Asterion. Asterion was a son of Pasiphae and Minos, or rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born, who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero desperate to restore his reputation. Let's go. Ja, vielleicht ist es Minos. Ja, noch ein paar Tränke. Ah. Der Übeltäter wird erschwertet, nicht erdolcht. Again? You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to... Agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out! What was that? That's the third time in 3 days. Ja, Let's das see if you're in there, Mother. kann alles Mögliche sein, ne? Nicht zwingend Blut unbedingt. Auch wenn es vielleicht naheliegend ist. Amber crystals. Na immerhin. Ich dachte, es wäre wieder bloß so eine blöde Münze. Bandages. Someone's been patching themselves up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. Vielleicht. There are patches where the blood isn't totally clotted. That's a good sign, right? She changed them recently, which proves she's still looking after herself and still believes in her chances. Well, I'd love to tell her to keep hanging in there. Ist die Frage, ob das Sinn macht, das zweite noch zu machen, nachdem ich ja das schon eigentlich... Aber ein Punkt. These bandages are pretty basic. She'll be lucky if she doesn't get an infection. Ja, super. Völlig nutzlose Pseudo-Informationen. Coin. Ja. Wie tief ist denn das runtergegangen, wenn das so weit hoch geht bis an die Oberfläche?
Außerdem, wenn der Garten vom Gebäude umgeben ist, was ist denn das dann für eine Kuppel? Weil im Garten war die nicht. Oh, ein Diener, der zu erfolgreich bei der Suche nach der Mutter war. Damn it, Mother. Now what's happened? Oder der Zeuge war zwischen dem Treffen von Mortimer und seiner Mutter. Don't move! Wait, I'm not armed. Who are you? Good God, Mother, what have you... Tell me who you are! Macht aber jetzt nicht wirklich Sinn, ne? Wir sind die Treppe runtergekommen und einen Gang ohne Abzweigungen. Und plötzlich ist sie hinter uns. Das ist immer so lazy writing von den Autoren, ne? Na gut, also nichts gefehlt, nichts Alternatives. Okay, soweit so gut. Dass sie sich nicht an ihren Sohn erinnert, ist jetzt schon mal kein so wirklich gutes Zeichen. Agility ist vielleicht wieder gut, wenn da tatsächlich mal irgendwelche Sachen ein bisschen höher liegen im Regal oder so, aber... Oder einfach, um es billiger zu machen, wenn ich irgendwo aus dem Regal mir Amber Crystals greifen muss und so. Ja, das werde ich mal machen auf jeden Fall, dass ich meine Basis-Skills hier von meinem Typ mal voll habe auf Level 2. Okay, da war ja noch 3 Punkte. Conviction ist vielleicht auch ganz praktisch. Weil das hier und Science, die waren ja gut, um an diese Gratistränke irgendwann mal ranzukommen. Das später vielleicht auch mal ganz interessant ist. Manipulation irgendwie höher zu kriegen. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Das hat ja mitunter auch ganz gut funktioniert. Mortimer ist immun gegen Science. Die Kette hilft mir eigentlich nur bei Peru, mit dem habe ich jetzt aber noch nicht viel zu tun gehabt, aber das kann natürlich noch kommen. Ja, ich nehme mal Manipulation. Ja, und dann sind wir durch mit Episode 2. Also gefühlt, spielzeitmäßig müsste die eigentlich kürzer gewesen sein als die erste, würde ich mal ganz schwer sagen. Auch insbesondere, weil ich im Büro von dem Mortimer und so ja auch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe, irgendwie an diesen Rätseln. Aber das ist halt so, dass bei diesen episodenbasierten Dingern, ne, dann das erste ist halt immer schön lang und ausgefeilt und so weiter und auch nicht so schwer, damit die Leute, die dann so vielleicht mal als Gratis-Version die erste Episode spielen, was ja dann öfter mal in den Stores und so drin ist, dann das volle Spiel kaufen und dann lässt die Qualität mitunter auch mal nach oder so. Aber gut, dann ist ja auch ein guter Zeitpunkt, um hier das Ende zu machen für diese Episode, wenn wir auch schon gerade das Ende haben von Episode 2. Und ja, da geht es am nächsten Mal hier weiter mit Episode 3. Bis dahin, ciao.